verließen wir Pietralunga und damit Umbrien und wechselten wieder in die Region Marken. An diesem Tag sollte es hoch hinausgehen. Der Monte Nerona mit 1525 Meter und der Monte Catria mit 1701 Meter standen auf dem Plan. Tagesziel war der Lago Trasimeno. Wieder ganz andere Bedingungen, die uns erst durch ein Meer von Ginsterbüschen mit honigsüßem Duft führten, dann ein frisch aufgeschotterter Weg, der uns herausfordernd nach oben führte. Dort trafen wir auf die Strecke des Giro d'Italia und genossen eine gigantische Aussicht. An einer Gedenktafel angekommen, reihten wir uns der Inschrift nach wohl ein in die Gruppe derer, die den Giro legendär gemacht haben. Auf der Rückseite des Berges ging es wieder ins Tal hinab und gleich auf den nächsten Berg, den Monte Catria, der nicht weniger herausfordernd war. Ein langer, steiler und steiniger Aufstieg, der viel Kraft kostete und ein Weg, der manchmal nicht leicht zu finden war. Bei 30 Grad suchten wir öfters Schatten unter einem Baum, um die Navigation für den nächsten Abschnitt zu prüfen. Nach einer gefühlten Ewigkeit, mit nötigen Servicepausen dazwischen, erreichten wir dann am Nachmittag Passignano sul Lago Trasimeno. Direkt neben der ersten Kneipe am Seeufer parkten wir unsere Motorräder und bestellten, noch im Absteigen, ein obligatorisches Stiefelbier. Das war dann auch mit einem Zisch weg. Haben wir uns heute redlich verdient. Die übliche Suche nach einer passenden Unterkunft für die Nacht war diesmal äußerst entspannt. Das Restaurant, in dem wir ja zufällig hielten, hatte auch Zimmer. So brauchten wir gar nicht mehr aufstehen. Wir konnten gleich sitzen bleiben und an der Uferpromenade entspannen. So ist besser. Ja, jeder bekommt seinen Aperitivo nach Wahl. Vor uns die Uferpromenade, neben uns das Restaurant Non Solo Pizza, hinter uns die Unterkunft. Wir wollten hier eigentlich nie wieder weg. Ein zwar anstrengender, aber schöner Tag neigte sich dem Ende, wie im Bilderbuch, fast schon kitschig. Das wirkliche Ende des Tages im Restaurant war nicht minder spannend, während wir unser Essen und uns selbst gegen ca. 5 Trillionen Florfliegen verteidigten, saßen über unseren Köpfen etliche Geckos an der Wand und fingen die geflügelten Biester für ihr eigenes Abendessen. Na, Mahlzeit.